Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. Ich war eine ganze Weile weg und zwar, ich habe mich ein bisschen ausgeruht über die Feiertage hinweg und leider für das Buch brauche ich immer ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe, damit ich das richtig einstudieren kann. Und bald kommt die letzte Folge für die deutschen Kulturbilder und da habe ich was Besonderes vor am Ende. Und dementsprechend verschiebt sich das alles ein wenig nach hinten. Darum habe ich noch kein Video dieses Jahr hochgeladen. Sei es drum, jetzt das nächste. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier einen kleinen grünen Baum hier stehen. Eine Nordmann-Tanne, glaube ich. Den hat meine Frau gekauft. Und ja, den habe ich weiter mit großgezogen, immer schön gegossen und dementsprechend sieht er jetzt echt gut aus und weil er so schönes Grün, ein saftiges Grün hier mit ins Bild bringt, lasse ich ihn jetzt einfach mal hier stehen. So ein Baum wächst ungefähr 10 bis 12 Zentimeter pro Jahr und dann wird man mal sehen, wie groß der wird über die Zeit. Dann kann man sie dann sehen von einem Video zum nächsten und sieht, wird er mal größer. Mal gucken. Irgendwann muss ich ihn natürlich dann rausstellen, dann ist er zu groß für meinen Tisch. Aber bis dahin ist er unser Gast. Gut, dann fangen wir mal an. Wir hatten das letzte Folge, waren wir beim dritten Abenteuer, wie Siegfried nach Worms kam. Da hat er sich ja ein bisschen, durchgesetzt, würde ich mal sagen. Also es war kein friedvolles Auftreffen, wenn man vom Reden spricht. Ja, die Schwerter blieben zwar alle in der Scheide, aber trotzdem, man hat sich erstmal ein bisschen gestritten, bevor man übereinander kam. Und jetzt machen wir weiter mit dem vierten Abenteuer und das heißt, wie Siegfried mit den Sachsen stritt. So weilte er am Rheine, das ist gewisslich wahr, im Lande König Gunthers vollauf ein ganzes Jahr. Und das ja auch nur einmal die Minnigliche sah, von der ihm bald viel Liebe und auch viel Leid geschah. Da kamen schlimme Mären in den Burgundenland, aus weiter Ferne wurden Kriegsboten hergesandt, von fremden wilden Recken, die ihnen trugen Hass, als sie die Botschaft hörten, gar leid war ihnen das. Ich will sie euch nun nennen, es war Herr Lüdeger, vom Land der wilden Sachsen, ein reicher Fürst und Herr, und von den Dänen Lande, der König Lüdegast, die sandten Herr zu Gunther gar manchen stolzen Gast. Herr Gunther grüßt nach Sitten und hieß sie willkommen sie. Wer euch hierher gesendet, sollt ihr jetzt künden hie. Was bringt ihr für die Botschaft? So sprach der König gut. Da bangten sie gewaltig von seiner Zornesmut. Wollt ihr es uns erlauben, Herr König stolz und reich? So sprachen sie voll Ehrfurcht, tun wir es also gleich. Wir nennen euch die Herren, die uns hierher gesandt. Lüdgast und König Lüdger, die wollen euch ins Land. Sie wollen Herfahrt halten, gen Worms an den Rhein, mit vielen kühnen Degen, lasst's euch zur Warnung sein. Die Fahrt wird in 12 Wochen, so wissen wir geschehen. Habt ihr nun gute Freunde, mögt ihr in Waffen stehen. Doch wollt ihr Frieden haben, so macht es offenbar. Sonst reitet euch zu nah, gar bald die starke Schar. Nach Worms am grünen Rheine, zu scharfen Schwerterstreich. Das würde manchem Ritter an Leib und Leben leid. Nun harret eine Weile, so sprach der König gut, dass ich es mir bedenke im ernsten Sinn und Mut und eure Botschaft künde, den Degen insgemein, auf das mit mir beraten die treuen Freunde mein. Die Märe war die Schlimme, dem König leid genug, den Botenspruch verschwiegen, er in dem Herzen trug, bis seine Helden kamen, so viel man deren fand. Sie wollen, sagt er denen, herfahrten uns ins Land. Den wehren wir mit Schwertern, Herr Gernot alsbald rief. Nur der fällt, der dem Sterben der Himmelsfürst beschied. Ich möchte nicht vergessen, da ob der Ehren mein, und unsere Feinde sollen uns hier willkommen sein. Da sprach von Dronje Hagen, das dünket mir nicht gut. Lüdgast und Lüdger tragen gewaltgen Übermut. Wir können uns nicht rüsten in dieser kurzen Zeit. Ich rate, saget Siegfried, dem Starken von dem Streit. Da ward Herr Berg gegeben, den Boten in der Stadt, der kluge König Gunther sie wohl zu pflegen bat.
Wenn es auch Feinde wären, derweilen ward ihm kund, wer Heeresfolge leiste im ganzen Land Burgund. Der Sorgens und des Grämens gar viel ward Gunthers da, als nun ihn so in Kummer der edle Siegfried sah, der keine Kunde hatte von allem, was geschehen, da bat er Gunthern herzlich, den Gram ihm zugestehen. Ich mag nicht jedem sagen, sprach dieser Gram und Schmerz, denn hegen muß ich tragen mein banges Fürstenherz. Man sagt nur treuen Freunden solch schwere Herzensnot. Da wurde Siegfried Antlitz bald bleich, bar wieder rot. Er sprach zu König Gunther: Glaubt mir auf meinen Eid, ich will euch wenden helfen, all euren Herzenleid. Sucht ihr nach guten Freunden, so will ich einer sein, in Treuen aller Zeiten, bis das Ende mein. Das lohnt euch Gott, Herr Siegfried, die Rede dünkt mich gut, und kann mich auch nicht helfen, heut eurer edler Mut. So freut mich doch die Kunde, dass ihr mir treu und hold, ich dank's euch so noch länger, mich Gott erhalten wollt. Ich will euch hören lassen, warum ich traurig bin. Die Botschaft meiner Feinde will mir nicht aus dem Sinn. Sie wollen Herfahrt halten, zu uns mit Mord und Brand, das möcht ich gerne wenden von dem Burgundenland. Das lasset euch nicht kümmern, sprach drauf der Recke gut. Tut, was ich euch jetzt rate, und habet guten Mut. Lasst mich um Ehre werben, mein gutes Schwert zur Hand, so soll kein Mann euch kommen, kein einziger ins Land. Und hättet eure Feinde als Helfer sich ersehn, wohl 30.000 Degend wollt ich sie doch bestehn. Das dürfet ihr mir glauben, gibt ihr nur 1.000 mir. Da sprach der König Gunther: Das danke ich immer dir. So tut, wie ich euch sage, und stellt mir 1.000 Mann, da ich von meinen Recken nicht mehr euch bieten kann, als 12 erlesene Degen, dann schütz ich euer Land. Euch soll in Treuen dienen für immer Siegfrieds Hand. Herr Hagen auch soll halfen, dazu und Orte Wein, und Sinnold und Held Dankwart, die schaffen manchem Pein. Auch soll da mit uns reiten, Volker der kühne Mann, der soll die Fahne führen, weil's keiner besser kann. Die Boten aber schicket nur wieder in ihr Land, dass sie uns bald dort sehen, gibt ihnen gleich bekannt, damit von unsern Burgen fern bleibe Kampf und Streit. Da machten Gunthers Mannen zur Herfahrt sich bereit. Nun sagt, sprach zu den Boten Herr Gunther euren Herrn, sie blieben wahrlich besser dem Rheines Strande fern. Doch wollen sie mich suchen, alt hier in meinem Land, so werdet ihnen Arbeit viel schlimme hier bekannt. Den Boten reiche Gabe man da zur Stelle trug, der edle König Gunther, der hatte des genug. Sie durften nicht verschmähen den reichen Boten Lohn, da nahmen sie den Urlaub und zogen stracks davon. Als nun die Schar der Boten zurück zur Heimat kam und Lüdegast der Kühne die Botschaft da vernahm, die ihm die stolzen Degen zusandten von dem Rhein, da mocht der Dänenkönig wohl grimmen Mutes sein. Sie taten von den Fürsten gar mancherlei ihm kund, es sei ein Gast ein starker bei Gunther in Burgund, der sei geheißen Siegfried, ein Held aus Niederland, leid war es Lüdegasten, als dies ihm ward bekannt. Doch als im Dänenlande sie hörten diese mehr, da suchten sie der Freunde zur Reise desto mehr, so daß Lüdgast der König wohl 20.000 Mann gewappnet da zur Herfahrt nach Gunthers Land gewann. Da rief auch seine Sachsen der König Lüdeger, bis dass es 40.000 wohl waren oder mehr, die alle reiten wollten in das Burgundenland, indessen hat auch Gunther die Freunde sein besandt. Sie rüsteten die Reise mit Eifer drauf und dran, die Fahne führte Volker, der flinke Fiedelmann, und als sie nun von Wormis fortritten überrhein, da mußte Scharrenmeister der kühne Hagen sein. Mit ihnen ritt auch Sinthold und Unhold auch der Held, die wollten Gut und Ehren verdienen sich im Feld. Dankwart Herr Hagens Bruder von Metz Herr Ortewein, die wollten alle gerne im Heereszuge sein. Herr König, sprach da Siegfried, ihr aber bleibt zu Haus, diesweil mit mir die Degen fort sind im Kampf und Strauß. Beschützet ihr die Frauen und heget guten Mut, ich will euch wohl behüten, die Ehre und das Gut. Durch Hessen zog vom Rheine die kühne Heldenschar, bis dass sie wohlbehalten im Sachsenlande war. Da brachen sie die Burgen und härten weit das Land, dass bald den beiden Fürsten der Kriegsrot ward bekannt. Da frug Siegfried der Starke, ihr guten Freunde mein, wer soll von unseren Helden der Nachhutführer sein?
Da sprachen sie, lasst Dankwart und Ortwein dies versehen, die werden bei den Knappen als treue Hüter stehen. So will ich selber reiten, sprach Siegfried drauf der Held, den Feinden gegenüber zur Warte auf das Feld, bis ich es recht erkunde, wo all die Recken sind. Da stand gar bald in Waffen der Spross von Siegelind. Herr Hagen und Herr Gernot, das Volk er anbefahl, da ritt er ganz alleine in lichter Waffenstrahl, in seinem Heldenmute bis zu der Gegner her, bis es waren 40.000, vielleicht sogar noch mehr. Da hatte sich ein Recke, auch aus der Feinde Schar, erhoben, der Warte gar wohl beflissen war. Den sah der Recke Siegfried und ihn der kühne Mann, jedweder nach dem andern gar scharf zu spähen begann. Ich künde euch den Namen, des der hier Warte flag, ein lichter Schild von Golde ihm vor dem Arme lag. Es war Herr König Lüdgast, der hütete sein Heer, da sprengte hoch zu Rosse Siegfried auf ihn daher. Nun hat auch ihn als Gegner ersehn sich Lüdegast, da kürzten mit den Sporen den Rossen sie die Rast. Sie neigten auf die Schilde mit aller Macht den Schaft, bald kam der Dänenkönig in Not von Siegfrieds Kraft. Den Sporn gehorchend trugen die Rosse wie der Wind, die Helden da zusammen, die beide König sind. Es splitterten die Speere, sie wandten sich zurück und hiebten mit den Schwertern die Helme beid zu Stück. Da schlug der König Siegfried das rings das Feld entlang, und aus den Dänen Helme ein lichter Feuer sprang. Doch auch Herr Lüdgast schlug ihm gar manchem grimmen Schlag, jedweder seines Schildes mit starkem Eifer pflag, bis endlich eine Wunde dem Feinde Siegfried schlug, durch seinen lichten Harnisch, der war nicht fest genug. Da bat er um sein Leben und bot ihm all sein Land, und sagt ihm, dass er Lüdgast, der König sei genannt. Siegfried wollt mit ihn führen, als gutes Unterpfand, da ward von 30 Recken er grimmig angerannt. Des Königs treue Mannen, die hatten wohl gesehen, was auf der Warte Schlimmes dem Herren war geschehen. Herr Siegfried bis auf einen sie alle niederschlug, der ritt von blut'gen Felde zurück wohl schnell genug und kündete die Meere von dem, was hier geschehen. An seinem Helm den roten konnt man die Wahrheit sehen. Indessen ward von Siegfried Lüdgast hinweggebracht, zum Heere der Burgunden, es ward der gute Wacht. Herr Hagens anbefohlen, der Recke stark und gut, als er vernahm die Meere, ward Ärger hochgemut. Er hieß den tapfren Degen die Fahne binden an. Wohlauf, sprach fröhlich Siegfried, hier wird noch mehr getan. Ehe dieser Tag sich wende, bleibt Leben mir und Leib, so soll das noch beklagen mein stolzes Sachsenweib. Da sprang flink auf die Rosse Gernot mit seinem Bann. Die Heeresfahne fasste der starke Fiedelmann. Der kühne Degen Volker, er ritt voran der Schar, die gleich den edlen Herren voll Kampfesfreude war. Und führten auch die Herren nicht mehr als 1000 Mann. Gewaltig war ihr Reiten, zu stieben da begann. Der Staub hoch auf den Straßen, so zogen sie durchs Land. Es flimmerte und strahlte manch lichter Schildesrand. Nun waren auch die Sachsen gekommen mit dem Heer, mit Schilden und mit Speeren, stolz schritten sie daher. Die Schwerter drauten mächtig den Helden in der Hand, sie wollten damit schützen die Burgen und das Land. Doch die Burgunden fuhren wie Sturmwind in den Streit, von ihren Hieben klaffte gar manche Wunde weit, da sah man über Sättel hinfließen Purpurflut, sie warben um die Ehre, die Ritter kühn und gut. Dem Helden Siegfried aber, dem kam kein Einzger nach, man konnte strömen sehen den blutig roten Bach, aus Brünnen und aus Helmen von seinem Schwerte breit, hinzu dem Sachsenkönig hieb er sich Gasse weit. Da gab es stark Gedränge und scharfen Schwerterklang, die Herrscher der Burgunden kühn durch die Lücke drang, von Volker Ortwein Sinthold Dankwart und Gerenot, und von Held Hagens Streichen, da lagen viele tot. Rings sah man Schäfte fliegen und manchen scharfen Speer, es suchten sich die Helden Siegfried und Lüdeger. Dreimal drang durch die Scharren der Held von Niederland, bis endlich im Getümmel er Lüdegeren fand. Da schlug gar starke Schläge des Sachsenkönigs Schwert, dass Siegfried unterm Sattel fast niedersank das Pferd. Allein bald hob sich's wieder, Siegfried riss sich empor und drang aufs Neue wuchtig auf seinen Gegner vor.
Der Schildbeschlag des Königs zerstob von seiner Hand. Nun dacht Sieg zu erwerben, der Held von Niederland. An dem schlachtkühnen Sachsen, der litt wie Ungemach. Hei was sein lichter Panzer von Siegfrieds Schwert zerbrach. Jetzt sah der König Lüdger auf Siegfrieds blankem Schild, von Gold gemalt die Krone, des Helden Wappenbild. Da wusste er, es sei dies, der riesenstarke Mann. Gar laut zu seinen Freunden er nu den Ruf begann. Lasst ab vom Streiten, ihr Recken allzumal. Der Held von Niederlande schwingt gegen uns den Stahl. Siegmundes Sohn der Starke, ich hab ihn erkannt. Ihn tat ein übler Teufel ins Sachsenland gesandt. Senkt eure Fahnen nieder und steckt das Wert beiseit. Wir müssen Frieden machen, da ließen sie vom Streit. Und er muß Geisel werden in König Gunthers Land. Das hat von ihm erzwungen des starken Siegfrieds Hand. So wurden den Burgunden der Sieg in dieser Schlacht. Gernot und Hagen hatten der wunden Helden Acht. Dass man sie alle barte, da führten sie hindann, gefangen nach dem Rheine mehr als 500 Mann. Zu Gunther sandten Boten nach Worms Herr Not, dem königlichen Bruder die Kunde er entbot, wie in dem Land der Sachsen gar hohe Siegesehr im Streit errungen habe sich der Burgunden Heer. Die Boten ritten eilends und kündeten die mehr, da ließ auch Kriemhild einen entbieten zu sich her. Das tat sie ganz verstohlen, nicht künden mocht sie's laut, dass einer von den Helden ihr liebes Herzens traut. Als sie zur Kemenate den Boten kommen sah, Kriemhild die Tugendliche, gar gütlich sprach sie da. Nun sagt mir, liebe Märe, so geb ich dir mein Gold, und tust du's ohne Trügen, bleib ich dir immer hold. Sag an, wie schied vom Streite mein Bruder Not, und meine andern Freunde, blieb jemand von uns tot? Wer tat im Kampf das Beste, dies mir vor allem sag? Da sprach der biedre Bote, von uns war keiner zag. Doch in den ganzen Streite ritt niemand allzu wohl. O Königin viel edle, wenn ich es sagen soll, als unser Gast der Starke, der Held von Niederland, es wirkte große Wunder des Königs Siegfried Hand. Was von den andern Recken im Kampfe ward getan, von Ortwein Hagen Dank ward und allen Mann für Mann, wie König sie auch stritten, das war nur wie ein Wind, gehen das wie Siegfried kämpfte, des Königs Siegmund Kind. Den Streit den allerbesten, wer es auch immer sah, vom ersten bis zum letzten, der irgend da geschah, Siegfried hat ihn gefochten mit seiner starken Hand, die Königin bringt beide als Geisel er ins Land. Sie müssen nun Gefangene des König Gunthers sein, die unser Heerfahrt wollten, voll Übermut am Rhein. Die Wallfahrtenburg gebunden in das Burgundenland, Kriemhild war froh zumute, als dies ihr ward bekannt. Ihr schönes Antlitz wurde wie Rosenblüte rot, es war ja nun geschieden von Kampfgewühl und Tod. Der minnigliche Recke, Siegfried der edle Mann, sie war auch froh der Freunde, das war nach Pflicht getan. Dem Boten gab zum Lohne sie Gold und zieres Kleid, drauf trat ans Bogenfenster die liebesfrohe Maid und schaute nach der Straße, auf der man reiten fand, viel hochgemute Helden in der Burgundenland. Da kamen die Gesunden und auch der Wunden Schar, es boten frohe Grüße die Freunde alle da. Der König ritt den Recken entgegen hocherfreut, nun war es ja zu Ende das bange Herzeleid. Gar froh grüßt er die Seinen, Herr Siegfried auch zugleich, wie es nicht anders ziemte, dem König edelreich. Dann ließ er sich berichten, wer Tod im Streit gewann, da hatte er verloren nicht mehr den 60 Mann. Doch brachten die Gesunden zerhauen manchen Rand und viel zerschrottene Helme zurück ins Heimatland. Er hieß sie alle reiten bis hin zu seinem Saal, da gab's geschmückte Hallen zu Worms allüberall. Herbergen gab den Recken man gute in der Stadt, der König seine Gäste wohl zu verpflegen bat. Er hieß die Wunden warten und pflegen emsiglich, es zeigte seine Tugend auch an den Feinden sich. Lüdger und Lüde Gastboten ihm überreiches Gut, für sich und ihre Freunde um ritterliche Hut. Er aber sprach, ich lasse in Freiheit euch bestehen, nur dafür will ich Bürgschaft, dass aus dem Land nicht gehen, mir Feinde ohne Frieden, da boten Wort und Hand, die Könige, dass niemand sie flüchte aus dem Land.
Auch wenn von den Burgunden nach Hause stand der Mut, den bat man noch zu bleiben, wie oft man Freunde tut. Denn Gunther ging zu Rate mit seinem Bruder nun, was man den kühnen Helden zu Ehren könnte tun. Da sprach der König Gernot: Lass du sie jetzt nur ziehen, sie werden, wenn 6 Wochen darüber gingen hin, viel lieber wieder kommen zu Fest und Hochgezeit, dann ist auch heilwohl mancher, der jetzt noch wund vom Streit. Jetzt heischte auch den Urlaub Siegfried von Niederland, doch als dem König Gunther sein Willen ward bekannt, da bat er ihn von Herzen, er möchte doch nicht gehen, er tat's Kriemhilds Willen, sonst wäre es nicht geschehen. Um ihretwillen blieb er, vielleicht, dass er jetzt doch die Jungfrau sehen möchte, das ward so teil ihm doch. Ehe er im frohen Mute heimritt ins Vaterland, ward ihm nach Wunsch und Willen die holde Maid bekannt. Das war schön. Schön der Kampf mit den Sachsen. Ich kann mir das wirklich wunderbar vorstellen, wie er da so durch die Menge rast und alles niederschlägt. Das muss auch unfassbar frustrierend sein für die anderen, die alle auf ihn einhauen und alles prallt von seiner Haut ab und alles schlägt sich nicht richtig durch. Im Prinzip kann der Mann nackt kämpfen und sie müsste sich ja eigentlich nur den Rücken schützen, wobei, naja gut, vielleicht ist es doch nicht ganz klug, das, weil irgendwann trifft man ja doch dann die Stelle und dann ist sie blutig. Und dann weiß man ja, da kann man ihn verletzen und an der anderen Stelle nicht. Gut, ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Sie taten von den Fürsten gar mancherlei ihm kund. Es sei ein Gast ein starker bei Gunthern in Burgund. Der sei geheißen Siegfried, ein Held aus Niederland. Leid war es Liede Gasten, als dies Gott bekannt. Oh, Alter. Ey, mein Gott, Kohlensäure. Nochmal. Herr König, sprach der Siegfried, ihr aber bleibt zu Haus, diesweilen mit mir die Degen fort sind im Kampf und Braustrauß. Nochmal. Herr König, sprach der Siegfried, ihr aber bleibt zu Haus, diesweil mit mir die Degen fort sind im Kampf und Strauß, beschütztet ihr die Frauen. Strauß? Wieso Strauß? Was ist ein Kampf und Strauß? Strauß. Vogelstrauß, Kampf und Strauß, beschützt ihr die Frauen und heget guten Mut. Ich will euch wohl behüten, die Ehre und das Gut. Ich will euch wohl behüten und die... Okay, nochmal. Nein, jetzt klingelt's. Ach. Okay. Kurz Pause. Hä? Ja, ich weiß nicht, warum die das jetzt machen. Wie gesagt, normalerweise ist es um 18 Uhr, nicht um 7. Vor allem, das ist so eine 7 Uhr, 17:20 Uhr. Ist da irgendwas passiert? Sondergottesdienst. Seit 7 Minuten. Das kannst du keiner erzählen. Von Metz her Orte Wein, die wollten auch gerne.
so will ich selber reiten, sprach Siegfried drauf der Held, den Feinden gegenüber, zur Warte auf das Feld, bis ich es recht erkunde, wo all die Grecken sind. Da fand... Wie viel muss ich noch? Nochmal. Da sprang flink auf die Rosse, Gernot mit seinem Bann. Der Heeresfahne fasste der starke Fiedelmann. Der kühne Degen Volker, er ritt voran die Schar. Der Schar! Artikel, deutscher Artikel. Nochmal. Doch die Burgunden fuhren wie Sturmwind in den Streit. Von ihren Hieben klaffte gar manche Wunde weit. Da sah man über Sättel. Sättel? Sättel. Ja, Sättel ist die Mehrzahl. Gut, mal. Da gab es stark Gedränge und scharfen Schwerter Klang. Die Herrscher der Burgunden kühn durch die Herrscher? Betonung. Man konnte strömen sehen den blutig roten Bach, aus Brünnen und aus Helmen von seinem Schwerte breit, hinzu dem Sachsenkönig. Da gab es stark Gedränge und scharfer Schwerter Klang, die Herrschaft der Burgunden. Der Perfektionismus wird mir noch zum Verhängnis. Allein bald hob sich wieder Siegfried sich empor und drang aufs Neue wuchtig auf seinen Gegner vor. Der Schildbeschlag des Königs zerstob von seiner Hand. Nun dacht Sieg zu erwerben. Gar froh grüßt er der Seine, Herrn Siegfried auch zugleich, wie es nicht... Mann, ey, geht mir das auf die Nüsse. Das muss auch unfassbar frustrierend sein